Was haben diese Filme gemeinsam? Sie alle wurden zum Teil in Österreich gedreht. Wir haben für euch heute ein paar davon ausgesucht und zeigen euch, wo genau diese Drehs in Österreich stattgefunden haben. So könnt ihr Österreich etwas mehr kennenlernen. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um den Dialekt und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Starten wir mit einem Klassiker, James Bond. Für die James Bond-Filme wurde bereits öfter in Österreich gedreht. Zum Beispiel waren die Bregenzer Seebühne im Burgenland oder Feldkirch in Vorarlberg Drehorte im Film James Bond 007 – Ein Quantumtrost. Insgesamt waren es dann 7 Minuten, die es in den finalen Film geschafft haben. Für einen weiteren James Bond-Teil waren unter anderem Sölden und Obertiljach Kulissen für den Film. Das Gipfelrestaurant Ice Q am Tiroler Geislachkogel wurde als Bergklinikkulisse verwendet. Aber auch schon 1987 war Timothy Dalton, der damalige James Bond, für Der Hauch des Todes neben Marokko, England und Gibraltar auch in Österreich zum Dreh. Und zwar war er in Kärnten und in Wien, zum Beispiel am Weißensee, in Sachsenburg, am Gasometer, im Wiener Prater oder auch im Schloss Schönbrunn. Übrigens, es spielten auch einige Österreicher in den James-Bond-Filmen mit, wie zum Beispiel Klaus-Maria Brandauer oder Christoph Waltz. Und noch etwas. Wusstet ihr, dass die Vienna Film Commission für die Drehgenehmigungen in Wien zuständig ist? Sie erhielten 2023 ganze 652 Anträge für nationale und internationale Filmprojekte. Zum Beispiel fanden letztes Jahr Dreharbeiten für den Action-Thriller Exterritorial von Netflix in Wien statt. Von James Bond kommen wir jetzt zu etwas Lustigerem. Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Wer die Bridget Jones Filme kennt, erinnert sich sicher gut an die Szene, in der die Charaktere Skifahren. Wir wussten aber nicht, dass Renée Zellweger im Film in Österreich Skifährt. Und zwar in Lech am Arlberg. Ein anderer Klassiker, der euch vielleicht sofort in den Sinn gekommen ist, als wir Film und Österreich gesagt haben, ist: Entschuldigung Nati, ich möchte schnell was sagen. Grüß euch! Wollt ihr Ihren Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. The Sound of Music. Wir kannten den Film selbst zwar lange nicht, aber international ist vor allem Salzburg für The Sound of Music bekannt. In den 60er Jahren wurde der Film hier gedreht. In dem Film sehen wir viele Orte der Stadt Salzburg, wie zum Beispiel das Schloss Mirabell, den Mirabellgarten und die Felsenreitschule. Hier wurde im Film das Lied Edelweiß gesungen. Außerdem sehen wir das bekannte Schloss Leopoldskron und den Residenzbrunnen. Die Rolle der Maria stoppte an diesem Brunnen, während sie das Lied I Have Confidence sang. Wir sehen aber auch die berühmte Kirche in Mondsee, ein Ort, der ca. 30 Kilometer von Salzburg entfernt liegt. Und das originale Haus der Familie Trapp, bekannt als Villa Trapp, war ein Anwesen in Aigen im Südosten Salzburgs. Ihr könnt übrigens auch von der Stadt Salzburg aus eine Tour buchen, die euch zu den verschiedenen Orten von The Sound of Music bringt. Wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Ein anderer Actionfilm, der zum Teil in Österreich gedreht wurde, ist Mission Impossible – Rogue Nation. Vielleicht habt ihr den Film schon einmal gesehen? Darin seilt sich Tom Cruise nicht nur von der Wiener Staatsoper ab, sondern man kann auch die tollen Skipanoramen in Österreich bewundern. Von Salzburg über Kärnten bis hin zu Tirol und Vorarlberg. Ein anderer Film bzw. ein Dreiteiler, der uns besonders gut gefallen hat, ist Die Säulen der Erde. Zum Großteil wurden die Filme in Ungarn gedreht, aber eben auch zum Teil in Österreich. Obwohl der Film eigentlich in England spielen soll, wurden für die Kulissen auch Orte in Österreich ausgewählt. Zum Beispiel ist die Votivkirche in Wien bei der Krönungsszene zu sehen. Aber auch zum Beispiel die Burg Kreuzenstein im Bundesland Niederösterreich. Und wusstet ihr, dass Brad Pitt schon einmal einen österreichischen Bergsteiger gespielt hat? Im Film 7 Jahre in Tibet, der 1997 erschienen ist, spielt er den österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer, der in Tibet den Dalai Lama kennenlernt. Die Schlussszenen des Films spielen zum Beispiel in Osttirol
bei Lienz sowie in Kärnten. Zu guter Letzt haben wir noch eine Komödie für euch, die zum Teil in Österreich gedreht wurde, nämlich die Musikkomödie Der Beatles von 1965. Die Beatles sind nämlich auch schon in Österreich Ski gefahren. Hier erkundet die berühmte Band die Skipisten in Obertauern. Obertauern ist ein sehr bekanntes Skigebiet im Salzburger Land. Es bietet viele Pisten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Wir verlinken euch die Webseite in der Videobeschreibung, falls ihr auch einmal Lust auf Skifahren in Salzburg habt. Wurden in euren Heimatländern auch bekannte Filme gedreht? Und was wäre ein Drehort, den ihr in Österreich vorschlagen würdet? Lasst uns eure Gedanken gern unten in den Kommentaren wissen. Wie immer sagen wir danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns bei einem neuen Video nächsten Samstag. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam noch Deutsch in Österreich. Doppelt so viel Spaß! Wir gehen heute wandern. Schön, dass ihr dabei seid.